Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer. Wir haben vor circa 4 Jahren das erste Essential-Video abgedreht über meine Person. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Marc Gebauer und heute zeige ich euch meine 10 Essentials. Und jetzt machen wir das zweite. Ja, checkt ab, was sich getan hat und wir legen gleich los. Das ist immer so ein spannendes Thema. Was sind so wirklich die Essentials von einem? Und ja, wir haben heute 10 Teile, die ich euch nahebringen und zeigen möchte, die sehr persönlich sind und ohne die ich auf jeden Fall nicht leben kann. Wir fangen als erstes an und zwar, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich werde Vater, wenn Gott will. Und da ist es natürlich wichtig, dass man dem Kind schon das Wichtigste beibringt. Und ich habe mal exemplarisch dafür dieses Kinderbuch mitgebracht, wo man die Anfangsbuchstaben lesen lernen kann. Ne? G for G-Shock, sehr, sehr gute Uhr. Und ich glaube auch tatsächlich, eine G-Shock könnte sogar ihre erste Uhr werden. Es wird eine Tochter werden und ich freue mich da sehr drauf und darum habe ich exemplarisch das als erstes Essential mitgebracht. Ich kann mir kaum vorstellen, wie das so wird, ein Vater zu sein, aber ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, ob ich das hinbekomme oder auch nicht. Als zweites Essential, wie ihr wisst, ist Parfum ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Wir verkaufen Parfum, stellen aber auch selber Parfum her und ich sammle Parfum, seitdem ich 19 Jahre alt bin und habe ich sogar das erste auch noch. Und darum haben wir hier Amorist, das ist ein neuer Release von uns, den ich zurzeit am meisten trage. Es ist ein französischer Duft, der sehr soft zu tragen ist. Wir haben süße Noten, es ist ein sehr kommunikativer Duft und auch ziemlich verführerisch und das wäre ein Essential. Amorist von Marc Gebauer, 35% Duftölanteil und ich kann mir kaum vorstellen, dass hier irgendjemand sagen wird, dass das einem nicht gefällt. Es ist ein sehr, sehr schöner, runder Duft, der nicht polarisiert, aber doch sehr, sehr heraussticht und keine Parfümmarke, die wir anbieten, hat diese Duft-DNA. Die Fortbewegungsmittel sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Wie soll man sonst von A nach B kommen? Und wir haben hier 2 Autos aktuell im Bestand. Ach, stimmt, den Dodge haben wir vergessen. Aber hier haben wir einmal den Ferrari. Damit hat alles 2019 mehr oder weniger begonnen. Im Luxusbereich vorher, natürlich Porsche, kann man sagen, dass Porsche auch Luxus ist. Ne? Porsche, das war der GTS. Das ist das allererste Auto nach der Selbstständigkeit, welches ich bekommen habe. Das wird jetzt zeitnah uns verlassen. Und anstelle von diesem Auto hier wird dann der GT3 RS kommen. Ja, ich freue mich sehr. Ich war kurz noch am Hadern durch die Preiserhöhung, ob ich das Teil nehme. Aber am Ende haben wir gesagt, doch, machen wir dann doch. Und ja, das wird dann das nächste Auto neben dem Portofino M, der noch im Bestand ist. Da warten wir noch, dass wir diesen Tailor-Made-Slot bekommen. Von daher, die Autos, die wir aktuell haben, bin ich sehr, sehr glücklich mit. Der Dodge Ram ist vielleicht ein bisschen, ja, also er ist halt ein bisschen schwierig einzusetzen. Und ich habe ihn jetzt wirklich sehr, sehr wenig genutzt. Ne? Ihr erinnert euch noch dran, 2,60 Meter, 240 hoch. Und ja, wie dem auch sei, vielleicht werden wir ihn auch verkaufen, wenn wir nicht mehr in Deutschland sind. Aber wir gucken erstmal. Das sind auf jeden Fall die Sachen, mit denen ich viele Emotionen verbinde. Ja, das war einer der Meilensteine, als ich damals den Porsche dann im Leasing hatte, GTS. Boah, ich war ein unglaubliches Gefühl. Das war ja trotzdem ein junger Gebrauchter, sagen wir mal, aber war schon echt heftig mit diesem Schiebedach. Das gute Schiebedach, ja. Schiebedach war schon heftig und dann zeitversetzt kam danach dann der Ferrari. Eigentlich wollte ich ja einen Bentley haben und hier ja, bin ich auch ziemlich zufrieden mit. Ist so ein Convertible, also man kann auch im Sommer offen fahren. Und da ist das Feedback von den Leuten schon sehr, sehr groß und ich freue mich jetzt ungemein, wenn ich endlich in 2-3 Monaten den GT3 RS bekomme und das wird, denke ich, eine wirkliche Maschine. Als viertes Essential, wir haben nichts auf dem Tisch, denn wir befinden uns in ihm und zwar unser Haus. Hier leben wir privat und sind auch gewerblich ansässig, das heißt, unser Team sitzt hier und arbeitet von hier. Wir erschaffen hier Content, wir haben hier den Kundensupport, das Lager ist zwar nicht hier, aber sonst wird alles hier vor Ort gemacht, Creative, es wird von hier alles verwaltet und das war schon ein richtiger Gamechanger, denn wir haben hier ein tolles Ambiente, alle sind frei und können sich hier gut bewegen. Man hat eine tolle Atmosphäre und es ist einfach, man hat seine Ruhe und kann sich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren. Und da muss man sagen, gerade hier in der Gemeinde, wo wir uns befinden, wurden wir mit offenen Armen aufgenommen und ich bin sehr, sehr froh, dass uns das ermöglicht worden ist, hier zu bleiben. Ja? Wir haben ein Gym noch für die Mitarbeiter gemacht, wir haben einen Spa-Bereich, wo die Leute auch die Sauna und so weiter, wo man sich ein bisschen entspannen kann. Von daher, das hier ist wirklich der Rundum-Service und ich hoffe, dass uns das Ganze noch so die nächsten Jahre auch erhalten bleiben und vor allem, dass das auch nicht zu klein für uns wird. Bei der Rate, in der wir aktuell wachsen, muss man schauen. Wir gucken, ob wir das alles so hier noch unterbekommen. Aber das war wirklich hier das Haus aus 1967. Das war eins der besten Entscheidungen, die wir jeweils gemacht haben und mein Essential Nummer 4. Wie kann es anders sein? Ich glaube, ja, seit den letzten 12 Monaten, dieses ganze Schafessen ist nochmal auf ein anderes Level gegangen und wir haben das Glück, dass wir mit
drei Hs zusammen eine scharfe Soße rausgebracht haben. Einmal die RTL, die ja wirklich extrem scharf mit über 2 Millionen Scoville ist. Hier gibt es auch ein Gewinnspiel, das heißt, falls ihr eine Rolex gewinnen möchtet, geht einfach am besten auf die 3 Hs Webseite und unten steht da, was ihr für die Challenge machen müsst. Und dann haben wir die Soße, die auch auf dem Marc Gebauer Menü-Burger drauf ist. Die ist schon auch sehr scharf, also sie ist scharf, aber man kann sie gut essen. Ich esse sie eigentlich morgens, mittags, abends. Und das ist die Dabahu, auch Danakil aus der Senke. Tolle Soße, mir schmecken beide gut. Natürlich, die muss man vorsichtig dosieren. Und ein Essential, ich esse immer scharf. Und falls ihr Interesse habt und möchtet eine der besten Hot Sauces probieren, dann checkt diese beiden aus. So, bevor wir jetzt mit den Uhren loslegen oder mit einer Uhr, haben wir hier erstmal die Bracelets von unserer Kollektion Gebauer & Gebauer. Wenn ich eine Sache täglich trage, dann sind es die, und zwar in jeder Art und Weise, in jeder Farbe. Wir haben Sachen aus 18 Karat Gold, aber auch diese Robes hier. Die sind einfach gut zu tragen, und wenn man das Outfit ein bisschen auflockern möchte, damit das Ganze nicht so spießig rüberkommt, ist das so my way to go. Wir haben hier eigentlich bei jedem speziellen Event haben wir auch so eine Limited Edition rausgebracht. Als solches, meine Lieblingsfarbe ist ganz klar das Oxygen. Wir haben das hier in der Sterling Silber Variante. Jedes Teil wird von Hand gemacht in Aachen und hier ja von einem Goldschmied verarbeitet. Das Ganze dauert natürlich auch immer so seine Zeit, aber wenn man mich fragen würde, das gehört wirklich zu meinem täglichen, so wie ich einen Anzug anziehe, wähle ich dazu auch immer wieder passend eins von den Bracelets aus, die wir natürlich auch bei uns im Online-Shop haben. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, welche Uhr ich nehme als Essential. Ist es eine von meinen eigenen oder nicht? Nein, aber wenn ich mir die Frage stelle, was ist so die Uhr, die am bedeutsamsten ist, auch mit der ich jetzt in den letzten 12 Monaten wahrscheinlich am meisten Probleme mit verbracht habe, dann ist es der Richard Mille Prototyp. Ja, der ist hoffentlich, oder der wird bald wieder bei mir sein. An dieser Stelle nochmal vielen Dank Christie's auch. Sie haben einfach ein tolles Event abgeliefert. Wir haben tolle Uhren dort gesehen. Mit meiner Uhr hat es jetzt nicht so ganz geklappt, und die Leute, wir brauchen noch nicht so viel dazu zu sagen. Am Ende es ist so, wie es ist. Ich freue mich drauf, wenn sie wieder bei mir ist. Richard Mille, RM11, Felipe Massa, Limited Edition. Sie hat diese Tiffany Hands und die Krone in Tiffany. Auf der Rückseite sieht man, dass es ein Prototyp ist, und wenn man mich jetzt so fragt, natürlich, ich habe einige Uhren im eigenen Bestand, aber diese Uhr hier, Mama Mia, die hat mich schon einiges an Nerven gekostet, und ich behalte sie jetzt einfach. Ja? Ich behalte sie jetzt einfach und werde sie genießen. Das war schon eine wilde Reise, ja, und ich hoffe, dass ich sie ganz bald euch wieder zeigen kann. Und diese Uhr hatten wir in der Auktion letztes Jahr, glaube ich. Letztes Jahr war das. Letztes Jahr war die in der Auktion, und jetzt bald haben wir sie wieder an meinem Handgelenk. Also, schöne Grüße an Christie's, und das ist meine Essential-Uhr, ohne die ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr leben kann. Eine weitere Leidenschaft, die vielleicht so ein paar Insider kennen werden, sind meine Schreibgeräte. Wir haben hauptsächlich nur Füller von diversen Marken, die ich so sammle. Ja, nicht, dass ich so viele Briefe schreibe, aber irgendwie hat sich da draus, immer wenn ich so irgendetwas sehe, irgendein besonderes Schreibgerät sehe von Montblanc, kaufe ich es einfach. Ne? Ich zeige euch mal ganz kurz so die Highlights, die wir hier haben. Wir haben beispielsweise hier diesen Signature for Good, das ist so ein Skeleton Limited Edition, etwas sehr, sehr Spezielles, und sonst haben wir auch noch aus dieser Linie einen in, ist auch von Montblanc, aber nicht, das war nicht Signature for Good, auf jeden Fall ist 18 Karat, das ist ein Vollgoldgehäuse mit einer Lapis Lazuli Kappe, und da kann man sich schon vorstellen, dass man den Stein zylindrisch so fertigt, das ist schon eine Herausforderung. Wir haben aber auch andere Hersteller, beispielsweise wie hier diese Cartier, da ist oben eine Uhr drin, ist auch sehr, sehr spannend. Also ich habe hier in dieser Sammlung so viele Stifte, manchmal weiß ich gar nicht, wofür diese limitierte Serie war. Ich habe einfach alles gekauft, was ich so bei einem Händler bekommen habe. Auch sehr schön hier, oder? Die meisten, super clean, ne? Am Ende, man nutzt es dann doch selten, aber ja, was soll ich sagen? Das ist eine Leidenschaft. Neben dem Uhrensammeln finde ich das einfach eine schöne Sache, und ich habe einmal damit angefangen, weiß ich nicht, wann ich damit wieder aufhören soll. Und jetzt als vorletztes haben wir die Katzen. Ja, wir können sie hier nicht ins Zimmer holen, denn sie machen, was sie wollen. Also die Katzen, also wir haben ja, das sind zwei Mädchen, die aus dem Tierheim kommen. Wir haben einmal die Gutiziana und die Kaya, und beide, also ich liebe beide sehr. Immer wenn ich unterwegs bin, so will ich schnell wieder nach Hause kommen und mit denen Zeit verbringen, auch wenn sie mit mir manchmal keine Zeit verbringen möchten. Aber die Katzen sind schon ein fester Bestandteil meines Lebens geworden. Ich glaube, wir haben es jetzt so ein halbes Jahr oder ein bisschen länger, und es ist einfach eine schöne Sache, und ich freue mich immer, wenn sie einen oben begrüßen. Aktuell sind wir in der Phase, wo wir sie so nach draußen lassen, mit der Leine, zumindest eine. Und das ist ja mein Essential Nummer 9.
Und das Wichtigste kommt natürlich zum Schluss. Ja, womit verbringe ich am meisten Zeit von morgens bis abends? Ist natürlich der Glaube. Ja? Man hat immer eine Stütze bei sich und ist nie alleine. Und darum ist der Koran auf diesem Platz, der, wenn ich morgens aufstehe, dann umgibt mich der Gedanke, und auch wenn ich abends schlafen gehe und bei den Entscheidungen, die man so trifft, auch. Eine Sache, die ich empfehle jedem, einfach mal die großen Religionen ein bisschen durchzuarbeiten. Man kann sich damit mal auseinander, man kann ein bisschen nachlesen. Und damals hatte ich auch den Koran in meinem Essential-Video. Davon hat sich nichts geändert. Wir haben ja nur noch mehr kennengelernt und tolle Leute kennengelernt. Und ich muss sagen, auch in der Gesellschaft hat sich seitdem einiges geändert. Man hat jetzt nicht mehr so diese Vorurteile. Das ist eine großartige Sache. Und gerade dieses Toleranzthema, was wir hier in Deutschland aktuell erleben, ist großartig. Von daher freue ich mich sehr, jedes Mal Leute kennenzulernen, die dann doch sehr interessiert sind und auch ja, wissen wollen, was denn da alles so abgeht, ob das denn wirklich alles so schlimm ist oder auch nicht. Von daher, das ist mein Essential Nummer 10. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen an dieser Stelle. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und lasst mich wissen, ob ich vielleicht etwas vergessen habe, laut eurer Meinung. Ob ihr sagt, ja Marc, ein Essential von dir ist doch das und das. Ja, schreibt das gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in 4 Jahren. Also, ciao.